Platz 6. I am not a serial killer, aka Mann, ist das dick, Mann. Gemeint ist damit nicht der Bauch des Moderators, sondern das Booklet, das in diesem Mediabook ist. Großartig vom Inhalt, umfangreich, fantastisch. Außerdem noch dazu ein hervorragend aufbereitetes Artwork mit einem tollen Diskdesign, das sich einfach zu einem homogenen und wunderschönen Ganzen bringt. Das Frontcover-Artwork von I am not a serial killer ist zwar meines Erachtens nach ein bisschen spoilerlastig, ist auch etwas einfacher als beispielsweise vom selben Label, das Super Dark Times Artwork, ist aber trotzdem eines, das mir wirklich gut gefällt, ist eines, das zum Film passt, ein toll verarbeitetes Mediabook mit Lederfinish, was sich einfach nicht nur in der Hand, sondern auch im Player verdammt gut macht, weil I am not a serial killer definitiv zu meinen größten positiven filmischen Überraschungen im Jahr 2017 zählt. Und bist du deppert, ist dieses Ding ein Biest. Und damit meine ich gar nicht einmal das Monster, das auf dem Frontcover abgebildet ist und eben genau jener verdammte Spoiler, den ich eigentlich in den ersten 3 Minuten des Reviews verzweifelt versucht hatte zu vermeiden. Aber lassen wir den jetzt einfach noch einmal außen vor und kümmern uns um das tatsächliche Biest, das Indeed-Film im Februar in unsere Wohnzimmer gebracht hat. Einerseits bekommen wir für dieses Mediabook ein Backcoverblatt aus Papier, wo wir überlappend auf dem Frontcover einerseits das FSK-Logo und andererseits ein paar klitzekleine Hinweise zu dem klitzekleinen Inhalt des Mediabooks inklusive einem 72-seitigen Booklet bekommen. Oh yeah! Schauen wir dann mal über den Spine, der uns schon einmal zeigt, wie breit dieses Mediabook eigentlich ist, auf das Backcover, wo wir natürlich etwas mehr standardmäßig und noch einmal lest bitte die Inhaltsangabe diesmal nicht mit. Einerseits ein großartiges Bild von Christopher Lloyd, sehen die Inhaltsangabe, Details zum Bonusmaterial und so weiter und so fort. Beim Bonusmaterial möchte ich bei diesem Release ganz besonders die Deleted Scenes bzw. die ganzen Testmaterialien und Interviews hervorheben, die bei einer eigentlich durchaus angenehmen Gesamtlaufzeit wirklich einige Informationen rund um diesen Film parat haben. Jetzt allerdings können wir dieses Backcoverblatt entfernen, das übrigens in keinster Art und Weise am Mediabook befestigt ist und daher auch rückstandslos abgeht, und uns das eigentliche Frontcover einmal anschauen, und das ist in meinen Augen absolut großartig. Wir sehen in weiter Ferne den Hauptdarsteller Max, der quasi über einen vereisten See geht, wo allerdings ein Teil von diesem Eis abgebrochen ist und sich hier ein Monster herauskristallisiert. Ein, muss man auch dazu sagen, wirklich cool aussehendes Monster. Eines, über das ich in diesem Review jetzt aber definitiv nicht noch mehr sagen möchte. Das Einzige, was ich mich noch traue von mir zu geben, ist die Tatsache, dass das, was man auf diesem Bild sieht, sehr wohl Bezug nimmt zu dem, was letztendlich in dem Film passiert. Aber was ich euch nicht genau verraten möchte, was, wie und wann das passiert. Was ich euch allerdings sehr wohl noch verraten möchte, ist, dass Indeed-Film für dieses Mediabook auf ein cooles, klassisches Lederfinish gesetzt hat, sodass sich dieses Mediabook nicht nur großartig angreift, sondern, finde ich, auch bei Betrachtung bei unterschiedlichen Lichteinfallswinkeln absolut großartig aussieht. Was ich ebenfalls großartig finde, ist die Tatsache, dass dieses Frontcover-Motiv mehr oder weniger nicht auf dem Frontcover verharrt, sondern einerseits über den Spine und dann auch noch auf das Backcover fortgesetzt wird, wobei man beim Backcover eben einfach nur den Titel von Dan Wells Vorlage in deutscher Sprache stehen hat. Dafür allerdings, finde ich, sieht das Ganze hier relativ cool aus, auch wenn einem bei näherster Betrachtung womöglich auffallen könnte, dass es sich nicht um ein komplett neu gestaltetes Backcover handelt, sondern quasi um eines, das bei
bei der Falte zwischen Spine und Backcover gespiegelt wurde. So sehen wir eben auch dasselbe Haus, denselben Turm und denselben Ausschnitt vom Wald noch einmal, was allerdings meines Erachtens nach bei diesem Motiv kein allzu großes Problem ist, weil es einfach trotzdem gut aussieht und quasi diese Wiederholung nicht so störend sich bemerkbar macht, wie beispielsweise beim Mondo Steelbook von We Are X. Schauen wir jetzt einmal ins Mediabook hinein und wir finden auf der linken Seite die DVD, die ebenfalls mit diesem Eismotiv ausgestattet ist und auf der rechten Seite in wirklich edlem Design und Look ebenfalls dasselbe Bild, das mehr oder weniger auch auf der DVD zu finden ist. Unterhalb der DVD finden wir ebenfalls wieder den Schriftzug von der Originalromanvorlage, wobei sich ebenfalls hier so ein kleines Bildelement von der linken zur rechten Seite durchschlängelt, was eben einfach cool aussieht. Und so wie das Ganze eingebaut wurde im Inneren von dem Mediabook, finde ich es hier auch sogar passend, dass das Cover von dem Booklet nicht komplett formatfüllend ist, sondern eben hier tatsächlich diesen kleinen Rahmen hat. Wechseln wir jetzt einmal auf die Rückseite von dem Booklet, wo eben die Rückseite vom Booklet an sich genauso gestalten ist. Hier bekommen wir hier bekommen wir halt nur etwas genauere Credits, genauere technische Details und so weiter. Und dann auf der rechten Seite die Blu-ray. Und das, was uns hier geboten wird, finde ich einfach wirklich nur genial. Das Bild auf der Blu-ray generell gefällt mir viel besser als das auf der DVD. Was mich hier dann im direkten Vergleich eben wundert, ist die Tatsache, dass wenn wir die Blu-ray entfernen, wir sehen, dass auf der Disc dasselbe Motiv fortgesetzt wird, das auch im Inneren von diesem Mediabook abgedruckt wurde. Etwas, was mir persönlich immer wahnsinnig gut gefällt, was aber zwecks Einheitlichkeit mich ein klein wenig wundert, dass das bei der DVD nicht gemacht wurde. Trotzdem bin ich der Meinung, dass auch wenn das ein wirklich minimalster Kritikpunkt meinerseits ist, das Innere von diesem Mediabook absolut fantastisch ist. Werfen wir jetzt einmal einen Blick ins Mediabook an sich, bei dem wir wirklich eine Menge Inhalt bekommen, von Informationen über an der Produktion beteiligten Leute bis hin zu Postern, Produktionsdesigns, ich möchte nicht spoilern, und das ist, finde ich, eine wirklich geniale Beigabe einer Leseprobe von dem offensichtlich ersten Kapitel von der Romanvorlage. Was zwar natürlich einerseits Werbung ist, aber für mich ganz besonders interessant war die Stimmung und die Spannung der Vorlage ein bisschen mit dem Film vergleichen zu können. Und da muss man sagen, eigentlich ist das relativ gut gelungen. Außerdem gibt es noch einen regulären Booklet-Teil von Nando Rona hier geschrieben. Es gibt noch einige Storyboards und so weiter. Also diese 72 Seiten Booklet wurden meines Erachtens nach wirklich einerseits abwechslungsreich und andererseits interessant gefüllt. Und selbst wenn man jetzt natürlich sagen kann, dass diese Leseprobe etwas Werbung ist, na und trotzdem besser, sie in einem fetten, genial aussehenden Mediabook einfach dabei zu haben, als sie, well, nicht dabei zu haben.